Ich befürchte also, dass es ein fester Bestandteil der Karte sein wird. Nein! Sag das nicht als Mapping-Community, bitte. Der hat das gesagt, was ich nicht hören will. Nein. Das ist eine der häufigsten Fragen zu diesem Thema. Warum hat dieses Riesenrad keine Spiegelung? Ist es die Erschaffung von Dracula, den man nicht im Spiegel sieht? Oder was hat dieses Riesenrad auf sich? Boah, schau mal, diese Spiegelung. Das sieht so aus, als hätte man so 2D-Bilder einfach da drauf gelappt. Aber ungefähr so stelle ich mir Lucia vor, du. Mit so Waffe und so Kratzer am Arm. Würde ich schon sagen. Also vorbestellungstechnisch haben die meisten gesagt, die werden Collectors Edition kaufen. Ja, die anderen sagen, nee, ich bin da nicht so materialistisch. Ich brauche diese ganze Schnickschnack nicht, diese Ü-Eier-Geschichten. Ich kaufe mir einfach die Standard Edition, weil ich will GTA 6 haben. Also mir geht es rein um GTA 6, ja. Sind wir uns einig, Standard Edition wollen wir alle vorbestellen, ne? So, jetzt die andere Frage. Was wäre für euch die Schmerzgrenze, dass ihr sagt, Standard Edition ist mir zu teuer? Seid mal ehrlich, komplett ehrlich. Was wäre für euch das Maximum, wo ihr sagt, ich zahle keinen Cent mehr drüber? 500, 400, 150, 150, 100, 100, 100, 300, 130, 200, ja, 100. Viele sagen, dass GTA 6 in den aktuellen Screenshots schlechter aussieht. Nee, finde ich gar nicht. Könnt ihr auch drauf eingehen gleich. Und jetzt kommt die gute Nachricht an euch alle. Ihr werdet alle GTA 6 vorbestellen, weil es wird nicht mehr als 100 kosten, bin ich mir absolut sicher. Ich gehe immer noch davon aus, dass es 70 bis 80 kosten wird, ja. Ja, auch die, wo gesagt haben, maximal 100 zahle ich keinen Cent drüber. Ich glaube, wenn es 120 kosten würde, würdet ihr sagen, ach komm, 150, ach komm. 200, das tut schon weh, aber ach komm. Digga, sind wir mal ehrlich, ja, wir werden das alle kaufen, egal wie viel es kostet. Also ich denke mal, genau, 79,99 Standardpreis wird es kosten, weil ich glaube, Rockstar Games wird einfach diese Spielchen oder diese Regeln spielen, ja, Standard Edition, Standardpreis, zack, raus, Online-Modus kommt raus, zack, Milliarden werden eingespielt, ja. Schau mal, wie viel die immer noch mit GTA 5 online verdienen. Was war das nochmal, Chat? 1 Million am Tag, ne? 1 Million pro Tag machen die immer noch mit GTA Online, obwohl das Spiel schon seit 2013 auf dem Markt ist. 1 Million pro Tag, Alter. Könnt ihr euch vorstellen? Deswegen ist es scheißegal. Ihr könnt theoretisch, was sie nicht machen werden, weil der AD hat auch recht, weil er hat letztens gesagt, wenn das Spiel zu günstig rauskommt, hat es den Anschein, dass das Spiel einfach billig ist. Wir wissen alle, wie viel Produktionskosten es ist, aber er hat schon recht, ja, wenn das Spiel jetzt kostenlos wäre, würde man sich denken, boah, Digga, irgendein bitterer Nachgeschmack ist da, weil dumm sind wir auch nicht, weil wenn die es kostenlos rausballern, können wir uns alle sicher sein, dass wir online abgezogen werden. Checkt ihr? Weil das ist quasi wie bei Frankfurter Hauptbahnhof, ihr kriegt eine Kostprobe, ja. Nadel to go nennt man das. Und dann kommt ihr und gebt euer ganzes Geld aus in den Online-Modus. Also, ich denke mal Standard Edition, ja, Rockstar Games will quasi den Story-Modus bezahlen. Das wird auch stattfinden, die werden auch glücklich sein. Geld ist eingespielt und danach geht's in den Online-Modus, ja. AD sagt 90 €, aber ich denke mal über 100 wird es nicht kosten. Wer hat jetzt Slots gespielt? Hashflow. 200er rein in die Slots. Ja, Digga, wir warten nur noch auf Vertrag. Danach gehen wir, Digga, danach ist YouTube egal. Wir machen nur noch Casino-Streams, Kappa. Wollen wir mal das erste Thema ansprechen? Und zwar das hier. Ja, es ist jetzt nicht weltbewegendes, aber trotzdem interessant. Guckt euch das hier an. Das ist das Logo 2023 und da ist das Logo 26. Trailer 3 muss, weil es schon über ein Jahr ist zum Trailer 2. Rechts sieht viel besser aus. Finde das alte cooler irgendwie. Echt jetzt? Ach krass, Luke. Orange wurde entfernt, die weiße wurde hinzugefügt. Als Creator ist rechts aber viel besser. Ich hatte immer wieder einen Struggle bei der Bildbearbeitung von Thumbnails, wenn ich das Logo hinzugefügt habe, dass es zu sehr mit dem Hintergrund verschwommen war. Weil die Farben von Vice City einfach zu sehr in dem Logo drin waren. Checkt ihr? Diese lila, blaue, gelbe Atmosphäre war zu sehr verschmolzen, sodass es ist nicht hervorgehoben worden. Und rechts sieht man jetzt eindeutig, wenn man das im Thumbnail platziert, durch diese weiße Linie. Schau mal, das wäre das alte Logo und das ist das neue. Rechts ist besser.
Checkt hier, Rockstar Games hat die Bilder aufeinander gelappt, oh. Rechts ist besser. Links in den Chat für links, rechts in den Chat für rechts. Jetzt seht ihr das klar und deutlich. Und genau diesen Struggle hatte ich als Creator. Und deswegen habe ich auch zu Eddie gesagt, endlich haben die das Logo geändert, weil es ist mir direkt aufgefallen. Es hat einen Fokus, es hat eine Ebene, es sticht hervor. Links taucht es durch die gleichen Farben wie die Artworks einfach unter. Rechts hat es quasi eine eigene Jawline, ja? Jawline hat es. Eine 9,8 würde jetzt der Facing-Spator sagen. Und da gab es einen Dude von der Mapping-Community, der hat ein Video hochgeladen. Und zwar das hier. Let's go, wir gucken rein, ja? Marketingmaterial für GTA 6 veröffentlicht. Seit dem zweiten Trailer. Rockstar hat endlich neues Marketingmaterial für GTA 6 veröffentlicht. Seit dem zweiten Trailer sind über 400 Tage und seit der Ankündigung des Spiels fast 1500 Tage vergangen. Gott sei Dank. Endlich etwas. Boah, der hat so homoerotische Stimme. Digga, das ist schon, macht mich irgendwie geil. Meine Nippel sind direkt richtig geil geworden, Digga. Der hat schon, also diese Bruce Willis Prime Stimme. Checkt ihr, was ich meine? Lass uns also alles, was wir haben, genau unter die Lupe nehmen und alles auf der GTS-Community-Karte platzieren. Ich heiße So und helfe bei der Erstellung des Projekts und ich bin aufgeregt. Wir haben 3 neue Dinge. Erstens mehrere Versionen des Covers. Breitbild, Hochformat, was auch immer, ultra breit. Bevor wir jetzt komplett reingehen, wollt ihr Psychose wissen? Boah, ey, wollen wir die Psychose wirklich auspacken? Digga, sagt uns, dass wir keinen Knacks haben. Digga, wir haben in GTA was gehört, was kein Mensch hört. Mit der Tröte. Wir haben Siren Head mäßig in GTA 6 gehört. Digga, lacht jetzt nicht, Shadow, hör auf zu lachen. Es ist wirklich ernst. Ich zeig's euch einfach, okay? Schau mal, Adi hat mir das geschickt. Auf seinem PC hört sich das so an. Hätte dieses Rauschen bei ihm? Und jetzt achtet auf Sekunde 26, da kommt eine Tröte. Was ist das? Chat, was ist das für ein Wahlgeräusch? Hör zu. Und das ist nur bei Adi so. Und wenn er das Video runterlädt, hat er das nicht mehr. Er hat, Digga, Bruder, nur Adi hat das fein, ne? Und da schreibt er mich gestern an und ich gehe so auf Google oder auf YouTube besser gesagt. Und dann denke ich mir so, was laberst du, Bruder? Hast du Psychose? Und dann gehe ich so auf YouTube. Hör mal rein. Hörst du auch so eine komische Tröte? Was hat diese Tröte zu bedeuten? Meine Reaktion war, hier Tröte. Ey, die hast einen Knacks oder was? Ich höre so rein. Sekunde 26. Ich habe gesagt, bei mir ist keine Tröte. Der sagt so, doch, ich schick dir gleich. Ich so, okay. Ich habe gedacht so, der hat Knacks, weißt du. Ich habe schon abgeschlossen mit ihm, dachte, bald Psychologie, weißt du. Und dann kommt es. Was ist dieses Geräusch? Du bist der Auserwählte. Das Video sollte eigentlich, dieser Algorithmus sollte eigentlich bei TGG zuschlagen. Bro, aber wenn er das Video, der hat mir das Video geschickt und sagt so, hörst du die Tröte? Ich so, nein, da ist keine Tröte. Das Lustige war, er schickt es mir und ich höre die halt nicht. Und dann hat er sich das auch angehört, was er geschickt hat und hat gesagt, nein, man hört nicht. Und ich dachte in dem Moment, der hat übelsten Knacks, dass er das hört, obwohl es keiner hört. Ich sag's, Bruder, diese Tröte ist nur in deinem Kopf. Alter Schwede, ne? Und dann schickt er mir diese 1:1 Aufnahme, also Bildschirmaufnahme. Und denk mir so, what the fuck, Alter. Da habe ich ihm gesagt, ey, Bro, glaubst du, ist es so ein versteckter Hinweis, dass es nur manche hören? Scharfer Furz, genau, Digga. Wo richtig danach brennt. Und du denkst dir so, uff, war das jetzt nur heiße Luft? Oder ist da ein bisschen Land mit raus, du? Und der stinkt richtig. Digga. Der ist einfach aus dem tiefsten Loch gekommen, wortwörtlich, ja. Wie gesagt, das ist ein Mythos, es ist jetzt kein Spaß, kein bearbeitetes Video, sondern es ist wirklich so aufgenommen worden bei Adi. Hört ihr Jenny oder Laurel? Laurel. 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 Digga, das ist so krass, ich höre Laurel. 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 100% Laurel, das ist es. Es ist beides richtig, weil ich habe mir das Video ein paar Tage später angeguckt und ich habe Jenny gehört. So, schau mal das Video weiter. Was hat der Bruder rausbekommen? Breit. Ultra breit, mehrere neue Versionen. Dann haben wir diesen Videoclip, der auf der Rockstar-Website veröffentlicht wurde.
Boah, der ist Und hier geil. gibt es eine Menge Dinge zu analysieren. Wir werden ein paar Mal hineinzoomen und stabilisieren. Das ist also sehenswert. Und dann haben wir dieses Artwork, bei dem es sich technisch gesehen auch um das Co-Art handelt. Aber wir haben hier Ah, da habe ich auch was tatsächlich zu dem Artwork zugeschickt bekommen. Also Al-Ade Guna, ihr werdet euch gleich freuen. Das habe ich von Adi bekommen. Adi, ist das offiziell das ganze Bild oder ist es nur Guna-Mode? 100% real? Echt jetzt? Das ist echt? Ah, das ist echt aus Eddie, meinst du, ja? Das ist doch nicht echt, oder? Nee, die Uhr ist auch... Nee. Aber, Digga, nice try, ja? Aber ungefähr so... stelle ich mir Lucia vor, du. So ungefähr. Mit so Waffe und so Kratzer am Arm. Würde ich schon sagen. Skala von 1 bis 10 würde ich schon sagen, dass es wirklich Lucia ist. 8,9. Grand Theft Auto. Aber wenn wir schon von diesem Thema sprechen, da gibt's hier eine Dame, die heißt Gabriela Chiquin. Ich hoffe, die macht keine On-Robs, weil sonst werde ich gleich gebannt. Gabriela, die ist Model aus Venezuela. Und die soll ja das Model sein, was auf dem Cover zu sehen ist. Auf jeden Fall Ähnlichkeiten sind da, ne? Weil Rockstar Games hat immer drauf geachtet, dass sie so ähnliche Damen haben, ne? Ich denke mal, für uns als Europäer ist es so, dass wir sagen, boah, die sieht schon so aus. Weil, ja, Bikini gleiche Farbe, Oberteil ähnliche Farbe, geht in die grüne, blaue Richtung so mäßig. Locken sind da, boah, das muss die sein. Aber ich glaube, das ist so die Europäer-Version. Ich denke mal, wenn du Brasilianer wärst, würdest du denken, Lack ist es, die Alte. Meine Nachbarin schaut so aus, doch. Alle meine Nachbarn schauen so aus. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da war der ein oder andere Guna einfach zu sehr unterwegs in der Latina-Abteilung und hat es einfach mal rausbekommen, ne? Die hat einfach, also die Links im Artwork hat einfach die Klischees zu. Und wenn die rechts das Model für die Links sein soll im Cover, dann auf jeden Fall nicht offiziell. Weil Rockstar Games hat noch nie ein Model beauftragt und dem Model gesagt so, ey, du bist jetzt unser GTA 6 Model, ne? Da muss man den Udo auspacken, ja? Ihr glaubt, dass es echt ist? Ihr glaubt, dass es eine weibliche Latina ist? So wie in GTA 5 und GTA 6 damals? Ja, dass es eine Latina geben wird, wissen wir alle. Ihr glaubt, das könnte das Model sein? So wie in der Vergangenheit hatten wir auch ein paar Models drin, da. Okay, und jetzt schauen wir mal rein, was der Dude sagt endlich, ne? Und ich glaube, wir haben noch eine vierte Sache, nämlich neue Rockstar Games Profilbilder. Anstelle. Boah, Digga, da könnte ich auch ausrasten, Digga. Sorry, ne, dass ich wieder pausiere, aber das könnte ich ausrasten, Digga. Ich mache dieses Bild und denke mir, ich bin Kreativmodus, Digga. Ich dachte, ich bin so Genie. Ich habe jetzt einfach das Logo entfernt und habe meins reingepackt, Bruder. Jetzt hat jeder Jarak dieses Bild. Das musste auch mal raus. Dann habe ich direkt Design geändert, ich schwöre, ne? Adi hat auch direkt gesagt, ey Bro, das ist schon eine gute Idee, aber ich glaube, das wird bald so Übermaß annehmen, das wird jeder haben. Natürlich sieht das gut aus, aber nur bei Rockstar Games. Sind wir ehrlich, ich hatte das ja auch, ich bin auch genauso ein Jarak gewesen, so ist nicht. Des alten Orange sind sie nicht mehr blau und pink. Fangen wir mit der Analyse des Videoclips an, da in puncto Mapping der wichtigste ist. Wir haben 8 Sekunden unterbrochene Bewegung. Ja. Einige der Mapper können dies also automatisch in 3D modellieren. Boah. Leider wird es dadurch unscharf. Daher ist es am Ende etwas schwierig, manche Dinge zu erkennen. Es ist schon verrückt, wie unscharf das alles ist, obwohl es sich um ein 4K-Video handelt. Der Oh. Hauptgrund dafür ist, dass ich viel zu weit hineinzoome. Also hier links haben wir zuerst das Kernkraftwerk, das auf dem Kernkraftwerk Turk Point basiert. Und hier können wir die beiden Kühlsilos sehen. Und hier weiter links 3 der Schornsteine. Wir haben das schon einmal in Screenshots und Trailern gesehen und es ist bereits auf der Cut mal platziert, aber es ist immer gut zu sehen, dass Dinge zurückkehren. Mist gerade. Und das ist, seid mir nicht böse, aber Rockstar Games kennt sich mit dem Mythos aus. Also wir denken, boah, die GTA 6 Map ist so riesig. Das haben wir auch bei GTA San Andreas sogar damals gedacht. Aber Rockstar Games schafft es einfach so zu schaffen, dass es so aussieht, ob es 10-mal größer als es wirklich ist, ja. Seid bitte nicht zum Release enttäuscht. Es wird nicht so groß sein, wie ihr euch das vorstellt. Checkt ihr, man sieht fast von jeder Perspektive den ein oder anderen Ankerpunkt. Das heißt, von jeder Perspektive kannst du irgendwo einen Turm oder eine Aussicht sehen. Das bedeutet, Rockstar Games schafft zwar diese Vision, aber in Real Life ist es trotzdem ein Spiel, was nicht unendlich ist, von der Mapgröße. Am Anfang des Clips etwas aufgefallen. Man kann tatsächlich sehen, wie sich alles irgendwie verbiegt.
Lauter? Ich weiß nicht, woran Ist das es nicht liegt. laut genug? Rockstar könnte damit etwas verstecken oder es ist eine Simulation der Planetenkrümmung, was verrückt wäre. Neben dem Kraftwerk So ist können wir besser, hier oder? eine Autobahn sehen, auf der viele Autos fahren. Und es ist dieselbe Autobahn, die wir bereits nach Kilento gesehen haben. Und im Hintergrund sehen wir möglicherweise Kilento und Teile des Meeres. Diese Lichter sind auch Teil der Autobahn. Und wir können hier um die Ecke ein großes Gebäude sehen. Wir können jedoch nicht viel mehr über diese Gegend sagen. Bei diesen bunten Lichtern handelt es sich wahrscheinlich um die Lichter von Villen aus den Gatelands Anwesen, die wir in dieser Szene in Tor 2 gesehen haben. Diese Villen sind auf der Karte von Orient. Mit dieser Aufnahme können wir die Küstenlinie besser verfeinern. Das hier rechts ist das Tennisstadion, das von einem Baum in der Mitte verdeckt wird und es ist bereits auf der Karte zu sehen. Ein Tennisstadion, ja. Tennisstadion wird es auch geben. Das haben wir auch damals gesehen, genau. Tennisstadion soll es geben, Footballstadion und Basketballstadion. 3 Stadien. Ich glaube, Rockstar Games macht sich auf jeden Fall bereit für Live-Events. Weil die werden sicherlich den ein oder anderen Vertrag auch absahnen können. Bei NBA zum Beispiel, dass sie sagen, ey, ein Spiel live vor Ort übertragen. Das heißt, ihr könnt dieses Spiel dann angucken, wenn ihr live im Game seid. Checkt ihr? Das kann ich mir vorstellen, dass sie das auch umsetzen werden. Bei das, ja, egal ob ihr Fortnite mögt oder nicht, aber Fortnite hat dieses Live-Event-Sein revolutioniert. Und Fortnite ist bei diesem Thema Spitzenreiter. Also alle, die Live-Events ins Spiel bringen wollen, schauen auf Fortnite. Die haben das einfach richtig umgesetzt. Die sind gerade Numero uno, was das angeht. UGC sind die auch top oben, genau wie Minecraft oder auch Roblox. Haben die auch super umgesetzt. Deswegen bleibt spannend auf jeden Fall, ob da irgendwelche Sportevents auch stattfinden werden. Teil dieses Sumpfes ist der Catalan Key, der sich nach links fortsetzen sollte. Und hier, etwas näher, haben wir den Virginia Key. Hier seht ihr die Bucht von Virginia Keys und hier ist die Kläranlage, die teilweise schon auf der Karte eingezeichnet ist. Sobald wir aber den genauen Standort der Kamera herausgefunden haben, können wir diese Insel noch genauer einzeichnen. Und diese Brücke hier ist dieselbe Brücke, die wir in Trailer 1 gesehen haben. Ja. Lasst euch nicht von dieser Werbetafel verwirren, das ist nicht das Gebäude auf Catalan hier. Der Hafen besteht größtenteils aus dem üblichen Hafenzubehör. Wir haben ein paar Kräne, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Natürlich sind diese Kräne auch in Wirklichkeit da und wir haben das Schiff, das sie beladen, noch nie gesehen. Das hier ist die Autobahn, die über den Hafen führt. Und hier können wir ein paar neue Rammen sehen, die auf und ab gehen. Und dann gibt es noch viele dieser beiden Eingangstore, die im Grunde genommen direkt aus dem echten Leben stammen. Und dann gibt es natürlich noch viele Container. Und wir können auch viele Lastwagen sehen. Ich glaube, das sind neue Modelle. Und die meisten von ihnen sind aus irgendeinem Grund weiß. Interessanterweise ist dieser Straßenabschnitt hier den Leaks im Spiel erhalten geblieben, so wie wir ihn auf der Minimap gesehen haben. Engster im Gegensatz, so hat sich dieser Bereich des Hafens seit Trailer 2 tatsächlich leicht verändert. Rockstar nimmt also immer noch aktiv Änderungen an der Karte vor. Abgesehen im Hafen können wir tatsächlich die Kräne im Hafen ganz nach oben klettern, wie ihr hier an den Treppen sehen könnt. Und auf dieser Seite des Hafens natürlich die gleichen alten Kreuzfahrtterminals, die wir auf diesem Screenshot gesehen haben und die wir schon eine Weile kennen. Natürlich sind sie auf der Karte. Leider haben wir dieses Kreuzfahrtschiff. Ein bisschen finde ich das schade, dass das Kreuzfahrtschiff auch in dieser Szene dasteht. Natürlich könnte man sich dann auch Sorgen machen und sagen, ach scheiße, jetzt steht es nicht mehr da, vielleicht gibt es gar keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Aber für mich ist es so ein Punkt von, es wird einfach ein fester Bestandteil der Map werden. Dass dieses Kreuzfahrtschiff quasi immer da steht, aber nie losfährt. Ist mir eigentlich egal, ob ich ein Kreuzfahrtschiff steuern kann oder nicht, aber ich würde das so geil finden, wenn ich irgendwo mit dem Boot unterwegs bin und auf ein Kreuzfahrtschiff gehe und dort ein Massaker anrichte. War das jetzt zu viel, Chat? Wenn es euch zu viel war, schaltet bitte ab. Ist ja nur ein Spiel, ja, man darf ja auch Gaudi haben, oder? Man darf ja auch Spaß haben ein bisschen. Du bist so mit kleinem Boot unterwegs, gehst kurz Pisten oder Kacker machen, kommst wieder zurück, Bro, und scheißt dir gleich nochmal ein, obwohl dein Darm entleert ist, weil du siehst, Digga, ein Kreuzfahrtschiff kommt auf dich gerade zugeratzt. Diese Atmosphäre würde ich richtig feiern, Bro. Bereits 3-mal an derselben Stelle gesehen in diesem Screenshot, im neuen Videoclip und auf der Postkarte. Ich befürchte also, dass es ein fester Bestandteil der Karte sein wird. Nein! Sag das nicht als Mapping-Community, bitte. Der hat das gesagt, was ich nicht hören will. Nein, bitte, Mann. Der hat es einfach gesagt, Bruder. Scheiße, Mann. Alle mal ein L in den Chat. Keine sich bewegenden Kreuzfahrtschiffe und so. Und dann haben wir natürlich noch dieses kleinere Containerschiff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es neu ist, da wir die noch kleineren nur in Trailer 2 und Trailer 1 gesehen haben. Werfen wir nun einen Blick auf die wunderschöne Skyline von Wösu. Im Grunde genommen wurde das alles schon kartiert, weil wir das ja schon oft gesehen haben. Deshalb schneide ich die interessantesten Dinge heraus und achte auch darauf, ob sich etwas geändert hat. Die Gebäude ganz links stammen natürlich aus Coconut Grove. Dieses Gebäude ist dasselbe wie auf diesem Screenshot.
Und im Grunde genommen stammen alle diese Gebäude aus West Key. Und im Hintergrund sehen wir das höchste Gebäude in Vice City, das Four Seasons Hotel. Es gibt ein paar Gebäude mit aktiver Beleuchtung, das sieht cool aus. Und diese Beleuchtung ist das Intercontinental Miami. Das ist keine... Digga, da bin ich mal gespaltene Persönlichkeit bei sowas, ne? Der eine sagt so, boah, geil, bling, bling, dies, das, Ananas. Aber irgendwie, Bruder, ich habe so einen Abturn. Ich hab ein bisschen ein Abturn gegenüber so Bling-Bling-Gebäude. Wegen so Cyberpunk und so Futurama-Games. Wisst ihr, was ich meine? Diese ganzen Zukunftsspiele. Ich habe irgendwie so Abturn. Ich weiß, es wird kein Zukunftsspiel werden, so mäßig. Aber wenn es zu Miami gehört, dann ist es so. Aber nur, damit ihr so meinen Punkt versteht. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Hast du das auch, Cyberpunk, größter Augenkrebs? Das ist im Grunde nur Licht aus den Fenstern des Gebäudes. Also nichts Besonderes. Im Hintergrund sieht man viele Autos fahren. Das ist eine Autobahn, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, was das ist. Das gleiche gilt für diese Stimmung im Hintergrund. Warte, aber was wisst ihr nicht, was es ist? Also nichts Besonderes. Im Hintergrund sieht man viele Autos fahren. Das ist eine Autobahn, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, was das ist. Das gleiche gilt für diese Stimmung im Hintergrund, aber es ist wahrscheinlich eines der Flughafenhotels. Und dann sind da noch das Hard Rock Café und das... Warte mal, das will ich jetzt rausfinden. Später mit euch. Im Hintergrund sieht man viele Autos fahren. Das ist... Das müssen wir rausfinden, Chat. Wir müssten für die Gaming-Community, Mapping-Community rausfinden, was das ist. Digga, wir haben schon ein paar Adlerauge hier am Start. Also ich bitte euch, seid dann dabei, wenn wir das suchen. Ja, ich schicke das mal an 80. Das gleiche gilt für diese Stimmung im Hintergrund, aber es ist wahrscheinlich eines der Flughafenhotels. Und dann sind da noch das Hard Rock Café und das Riesenrad, das wir schon auf dem Screenshot gesehen haben. Max, danke für dein Follow. Und leider ist das Riesenrad nicht im Wasser zu sehen. Es gibt hier keine Spiegelung. Anders als... Oh, warum gibt es hier keine Spiegelung? Das ist eine der häufigsten Fragen zu diesem Thema. Warum hat dieses Riesenrad keine Spiegelung? Ist es die Erschaffung von Dracula, den man nicht im Spiegel sieht? Oder was hat dieses Riesenrad auf sich? Ist dieses Riesenrad zu schüchtern für eine Spiegelung? Was soll man sagen? Ist es ein Bug oder ist es ein physikalisches Phänomen, wo wir einfach physikalisch nicht auf dem Stand sind von Albert Einstein? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Weil vielleicht sind wir die Dummen und die Spiegelung sollte gar nicht da sein aus einem verschiedensten Winkel und verschiedenster Spiegelungsbeleuchtung mäßig, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt die Frage an euch. Ist es ein blöder Bug, der übersehen wurde von irgendeinem Praktikant von Rockstar Games? Oder sollte das so sein? Schreibt's jetzt in den Chat. Irgendein Problem mit RTX habe ich gehört. Ja, aber das darf man doch nicht durchgehen lassen. Problem mit RTX, so nach dem Motto, Digga, gerade Festplatte, ja, Grafikkarte ein bisschen warm gerade, tut keine Spiegelung. Mach mal Spiegelung deaktivieren, ist doch egal. Ist doch nur das Cover, ist ja noch nicht der Trailer. So mäßig meinst du, oder was? So, machen wir mal die Spiegelung-Effekte aus, weil sonst stürzt der PC ab, wenn wir die Aufnahme machen. Problem wegen der Website. Aber das ist ja ein Video, das hat ja nichts mit der Website zu tun. Das ist ja keine Live-Übertragung. Verstehst du? Es ist ja ein Video, was auf der Website hochgeladen wurde. Mit ChatGPT gearbeitet. Oder so, ja. Kann sein. Boah, vielleicht bin ich nicht so deep da drin, aber für mich ist es so... Das Video war fertig, dann haben die das angeschaut. Egal ob komprimiert oder nicht, du kannst doch im Video keine Details durch eine Komprimierung entfernen, oder nicht? Gemini hat es vergessen. Beim Hard Rock Café direkt daneben. Das deutet aber darauf hin, dass sich das Riesenrad bewegt, denn Rockstar hat ja schon länger damit geforscht, Objekte anhand von Spiegelungen zu bewegen. Das hier ist die Sahara Arena und im Hintergrund sehen wir das Stadion in Rockridge. Und die Lichter drumherum stammen natürlich wieder von Rodridge. Das hier ist das Gerichtsgebäude von Seaglide Atkins und das hier ist das Kunstzentrum. Und diese Brücke hier ist die gleiche, auf der Lucy und Jason fahren. Und diese Insel hier ist Watson Island. Hier ist auch wieder der Tunneleingang zum Hafen. Hier rechts seht ihr den Fuß des Spider und das hier ist ein Hauptgebäude des Jungle Island Zoos und das hier ist die Watson Island Marina. Und dann haben wir hier einen ersten guten Blick auf die MacArthur-Rennstrecke und die ist auf der aktuellen Karte etwas falsch. Dieser Bereich wird sich im Vergleich zu den vorherigen Karten stark verändern, da er sich seit den Leaks in einem toten Winkel befindet. Stark verändern, da er sich... Star Island? Das will ich jetzt sehen, wie das in echt ist. So, okay. Sowas ist es, oder was? Und das hier ist ein Hauptgebäude des Jungle Island Zoos und das hier ist die Watson Island Marina. Und dann haben wir hier einen ersten guten Blick auf die MacArthur-Rennstrecke und die ist auf der aktuellen Karte etwas falsch. Dieser Bereich wird sich im Vergleich zu den vorherigen Karten stark verändern, da er sich seit den Leaks in einem toten Winkel befindet. Wir haben hier also noch nichts gesehen.
Das hier ist die Brücke von Star Island und hier rechts sehen wir auch ein bisschen von der Insel selbst. Der ist echt Österreicher Dann hat geworden, Rockstar einfach. mehrere Gebäude von Fisher Island entfernt. Im Grunde genommen wurde von dieser Insel alles hier unter dem Rot entfernt, einschließlich der südlichen Fähre. Also sind nur dieses Umspannwerk, dieses Gebäude und der westliche Fährterminal übrig geblieben, da wir hier tatsächlich die Spitze der Fähre sehen können. Boah, aber schau mal jetzt mal im Ernst, ne? Ich will jetzt nicht meckern. Aber das sieht schon scheiße aus. Also ich meckere jetzt auf höchstem Niveau, aber schau mal diese Spiegelung. Das sieht so aus, als hätte man so 2D-Bilder einfach da drauf gelappt. Will jetzt nicht meckern, ja? Aber irgendwie sieht es nicht gut aus. Also 2027 Verschiebung kommt. Unspielbar. Könnten also tatsächlich im Spiel funktionieren. Dann haben sie die Küstenwachestation neu angeordnet. Erstens haben sie weiter nach Norden verschoben, sodass sie teilweise unter der Autobahn liegt. Sie haben diese Gebäude herausgeschnitten und dieses Gebäude befindet sich im Spiel auf der nördlichen Seite der Autobahn. Und sie haben dieses Gebäude modifiziert, indem sie es niedriger gemacht und einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach hinzugefügt haben. Und auf dem Hubschrauberlandeplatz könnt ihr orange-weiße Hubschrauber der Küstenwache sehen. Es gibt hier ein paar Teilroboter, aber noch keine großen Schiffe. Dann werfen wir noch einen Blick auf den Flugverkehr, bevor wir nach Wise Beach weiterziehen. Wir haben Bevor wir da reingehen, eine Sache, die auch die Community beschäftigt hat. Wir sind auf die Website gegangen, haben uns gefreut, okay, alles neu, hihi, haha. Learn more. Wir gehen da drauf, ja? Wer gibt uns die verdammte Garantie, dass GTA 6 wirklich im November erscheint? Weil es steht nirgendwo da, wann der Release ist. Da steht Wishlist, okay, Vorbestellung am 25. ganz groß angegeben. Ja, aber wo steht, dass GTA 6 wirklich im November erscheint? Da habe ich natürlich für euch ein bisschen recherchiert und habe rausbekommen, wenn du hier runter scrollst und dann auch auf Only in Leonie da drauf klickst, dann scrollst du runter, komplett runter, dann siehst du die Geschichte von Jason, Lucia, ja, dann haben wir hier das Artwork, dann haben wir hier den dicken Brie, ja, dann bei City, dann den anderen fetten. So, dann kommen wir hier zu dem Brief. Die ganzen Sachen, ja, sind hier aufgelistet. Und wenn wir irgendwann ganz unten sind, ist es immer noch Coming November 1926. Das ist es. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ruhig schlafen, Chat. einen neuen Maverick. Entweder ist es ein komplett neues Modell oder Rockstar hat das Platzhaltermodell aus GTA 5 ersetzt. Und dieses hier hat tatsächlich geschlossene Türen. Anders als zuvor. Steuert dieses Flugzeug eindeutig und deutlich auf die nördliche Landebahn von VCA zu. Und dieses hier auf die diagonale Landebahn. Das ist der Swift. Und verdammt, diese Flugzeuge fliegen hoch. Es sieht so aus, als würden sie höher fliegen als in GTA 5. Und schauen wir uns dann das Ende des Clips an, wo wir einen Teil der 5. Rede sehen können. Und bevor wir dazu kommen, zeige ich euch, wo das Video auf der Karte spielt. Janice hat bereits einen Standort für die Kamera auf der Community-Karte hochgeladen. Das ist aber nicht ganz akkurat und basiert auch nicht auf umgekehrten Triangulationen. Die Kamera befindet sich also zwischen Muragande und dem Apoy-Kondo und ist ziemlich genau nach Westen ausgerichtet, während die Kamera nach Osten zeigt. Ein Bein konnte anhand einiger erster Berechnungen eine Projektion eines der Frames im Clip erstellen. Digga, hör mir auf, Alter. Was ist das Meteorit, Bruder? Die machen einfach Meteorit draus. Das ist eine verzerrte Vorstellung. Also das ist verzerrt, wie das Video sich bewegt. Und das zeigt die Perspektive. Also nur zur Erklärung. Es ist quasi Frame für Frame, wie sich das Bild verändert. Weil ihr müsst bedenken, am Anfang ist es ganz groß. Oder ganz klein, besser gesagt. Nee, am Anfang ist es klein und dann wird es immer größer, weil du auf die Entfernung, wenn du dich wegbewegst, immer mehr siehst. Das ist ein bisschen komplex, aber wenn ihr einmal checkt, dann checkt ihr schon, was damit gemeint ist. Wir sind quasi gerade in der Aufnahme hier. Und dann geht er irgendwann komplett raus. Er zieht die Kamera quasi mit, bis wir irgendwann an dem Punkt ganz am Ende angekommen sind. Das ist quasi das Gebäude hier links, sondern das, was rechts ist. Und das ist, was wir hier sehen. Und das war unser Startpunkt. Checkt ihr jetzt? Denkt dran, das ist nur auf Meereshöhe akkurat, weil die Projektion auf Meereshöhe erfolgt. Das kann also wird nur gezogen verwendet werden, um das Wasser zu kartieren. Sehr cooles Zeug. Wie auch immer, dann bekommen wir endlich einen guten Blick auf den Yachthafen hier. Er ist im Vergleich zum echten Leben kleiner, aber er bietet noch die wichtigen Einrichtungen wie den Skiverleih. Dieses Screenshot zeigt außerdem einen Fehler auf unserer Karte, da dieses Gebäude, das Hauptgebäude des Yachthafens, im Spiel gar nicht vorkommt. Daher wird es entfernt. Und dann können wir mehrere kleine Yachten sehen, die sowohl angedockt als auch auf dem Meer sind. Mehr darüber könnt ihr auf GTA Wiki nachlesen. Wenn ihr euch GTA Wiki anseht, stellt sicher, dass ihr nicht die Phantom-Version von Wiki verwendet, da diese derzeit nicht aktualisiert wird, da alle Editoren auf eine unabhängige Website umziehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Parkplatz kein reales Gegenstück hat. Zumindest keines, das eine ähnliche Form hat. Und dann gibt es natürlich am Fuße des Moron Grand den Tennisplatz und den dazugehörigen Swimmingpool mit einer pinkfarbenen Luftmatratze darin. Und dieser Weg ist dieser Weg im echten Leben, der zum Yachthafen führt. Daneben befindet sich derselbe Pool. Die Poolbeleuchtung ist sehr schön, aber alle Leute, die wir in diesem Clip sehen, stehen einfach nur da. Junge, Alter, jetzt erschrecke ich mich schon sogar von diesem Flashlight, Alter. Genau da, wo ich auf Pause drücke, kommt es. Ich dachte, es ist vorbei, Bruder. Was irgendwie seltsam aussieht. Und die Eigentumswohnung, Hat er auch gesagt, dass es seltsam aussieht? die wir in diesem Clip sehen, stehen einfach nur da, was irgendwie Ach so, seltsam aussieht. die Personen, Und die ja. Eigentumswohnung. Gegenüber können wir in den Gebäuden hier ziemlich gut erkennen, es hat sich im Grunde genommen erwiesen, dass es sich bei den Innenräumen um Parallax-Innenräume handelt. 2D-Bilder, die wie 3D-Bilder aussehen sollen. Ah. Der größte Also es hat sich jetzt rausgestellt, dass es anscheinend wirklich so ist und bleibt, ne? Parallax. Der reiche Lachs ist es also, ja? Ah, Digga. Ich habe echt gehofft, dass die 3D-Räume wirklich existieren durch eine neue KI oder so, aber anscheinend ist es nur eine optische Täuschung. Aber ist halt so, ja? Hinweis ist dieser Raum, denn hier gibt es eine feste Wand, die aber eigentlich ein Fenster sein sollte. Wenn man es also von dieser Seite betrachtet, ist es eine feste Wand, aber wenn man es von der anderen Seite betrachtet, ist es ein Fenster. Hier handelt es sich also eindeutig um Parallax-Innenräume. Zumindest ist das Dach zugänglich. Etwas weiter landeinwärts haben wir diese Kräne, mit denen die Maria-Eigentumswohnungen errichtet werden. 2 der Gebäude. Eines davon ist noch nicht ganz fertig als das andere. Bei diesem hier müssen nur noch ein paar Dacharbeiten fertiggestellt. Ja, bitte, diese Dacharbeiten sollten aber auch fertig werden, nicht wie in GTA 5. Oder Baustellen. Ja, ich habe da Infos bekommen, dass GameStar oder GamesPro oder wie die Zeitschrift heißt, angeblich berichtet haben soll, dass da Gebäude sein werden, die wirklich zu Ende gebaut werden. Ich weiß zwar nicht, wo die Infos herhaben, aber Bruder, ich kann ja auch nicht irgendwie erzählen, dass ich Geschlechtsumwandlung machen kann bei Jason und er dann später mitten im Geschehen eine Pussy hat, so mäßig. Das kannst du ja nicht einfach so ausdenken, was du möchtest, so, ne? Was alles in Real Life möglich ist, muss ja nicht automatisch in-game möglich sein. Das verstehe ich nicht ganz, du. Werden. Und dieses hier ist im Grunde genommen noch komplett im Bau. Sie haben die Anordnung dieser Gebäude im Vergleich zur Realität verändert. Im echten Leben stehen sie im Grunde genommen Seite an Seite, aber im Spiel bilden sie im Grunde genommen 90-Grad-Winkel. Und das möchte ich nicht bearbeiten. Und ich habe mich tatsächlich geirrt, denn dieses Gebäude, das näher an der Kamera ist, ist eigentlich so ein Ocean-Eigentumswohnungsgebäude. Die Eigentumswohnung wurde um 180 Grad gedreht. Und Sie können hier die Kurve und hier die Brücke sehen. Es handelt sich also um Gebäude. Es gibt also nur ein Maria-Eigentumswohnungsgebäude und das andere ist das Ocean-Eigentumswohnungsgebäude. Beide befanden sich 2015 im Bau, als die meisten Erkundungen für das Spiel durchgeführt wurden. Und all das wird sich in diesem Bereich der Karte befinden. Das letzte an diesem Clip, das ich absichtlich übersprungen habe, sind die Dinge, die wir jenseits der Stadt sehen. Es tut mir leid, aber diese Zooms werden schrecklich sein. Es wird so verschwommen. Zuerst können... So, Tessie jetzt, ein 67 in den Chat, hat gesagt, der Gerüchte über Innenräume landen damit in dem Müll. Da hat er recht. Es wurde so krass spekuliert. Innenräume, 700 betriebbare Gebäude. Jedes Gebäude kann man betreten, jeden Raum kann man ausrauben. KI, das, diese ganzen Spekulationen um das Cover. Die Wände, ja, da werden Häuser gemietet, damit die Leinwand da platziert werden konnte. Da wurden schon Verträge in Miami geäußert, dass man da seine Strukturen platzieren kann von den Cover. Die Künstler werden das mit Pinsel an die Wand malen. Merkt ihr eigentlich, dass Spekulationen eigentlich im Endeffekt gar nichts gebracht haben? Okay, Unterhaltung war da, ja. Wir haben dies immer cringe auch aufgenommen und immer darüber gelacht oder uns auch nicht zu ernst genommen, ja. Aber da stelle ich mir die Frage, wie sich eine Person fühlen muss, die sich wirklich da hinsetzt, fast schon mit Krawatte und voll ernst darüber redet, wie krass Spekulationen sind, weil man einfach bei CNN ist. Hallo, wir sind bei CNN und heute haben wir brandneue Neuigkeiten aus der Spekulationswelt von GTA 6. Denn heute erzähle ich euch ein paar Geschichten. Am Ende war das nicht nur joke-mäßig Scheiße labern, sondern auf Ernst Scheiße labern. Das ist das Ding, checkt ihr? Im Endeffekt war die ganze Spekulationen rund um ganze Website und wie es aufgebaut ist und wie Rockstar Games agieren wird und was Rockstar Games macht, wann das Marketing startet. Im Endeffekt war das einfach Bullshit. Oder Chat? Eins in den Chat. Ich bin froh, dass wir irgendwann dieses Naivchen von der Hand losgelassen haben, was mit uns mitgelaufen ist. Also keine Person, sondern unser Naivchen im Kopf. Dass wir irgendwann dieses Ernste abgelegt haben und gecheckt haben, Digga,
Das ist kein ernstes Ding. Das ist einfach nur Spaß und das sind Spekulationen und lasst uns einfach Spaß haben. Checkt ihr, zum Glück haben wir das gemacht. Aber jetzt will ich mich... Digga, irgendwann fühlt man sich doch total dumm, oder? Wenn das so ist. Besser Spekulatius als Sie Spekulation. hier eine neue Autobahn sehen. Die Autos bewegen sich eindeutig darauf. Sie sollte sich hier auf der Karte befinden. Also muss sich einiges davon ändern. Und der spekulative Verlauf könnte hier völlig falsch sein. VR. Und natürlich überquert die Autobahn den Hügel östlich von Port Cohon. Hier gibt es einige etwas höhere Dinge, die Wassertürme oder etwas anderes sein könnten. Und hier scheint es ein ziemlich großes, weißes Gebäude zu geben. Und dann sehen wir natürlich auch hier einige der Hügel, aber sie reichen nicht einmal bis zum Starlet Motel. Das sind also relativ niedrige, etwa 30 Meter hohe Hügel. Dann können wir zum nächsten Punkt übergehen, nämlich diesem Kunstwerk von Jason und Lucia. Das Kunstwerk ist ziemlich ärgerlich, denn je nachdem, in welcher Größe man es betrachtet, unterscheiden sich die Kunstwerke. Am einfachsten erkennt man das anhand der Vögel, denn in diesem hier sind sie hier und in diesem hier auf der linken Seite und einige von ihnen zeigen unterschiedliche Dinge. Das Ultraweitwinkelbild ist am besten, da es den Großteil der Skyline der Stadt zeigt, und dann gibt es noch die Handy- oder Tablet-Version, da diese mehr von Jason und Lucia zeigen. Hier ist die Kombination aus dem Ultraweitwinkelbild und der Tablet-Version des Kunstwerks. Aber jetzt zum wichtigen Teil. Die Insel, auf der sie sich befinden, ist tatsächlich gefälscht, da sie nicht im Spiel ist. Das ähnelt diesem GTA 5 Kunstwerk, das sich ebenfalls auf einer gefälschten Insel befindet, aber trotzdem spielt das Kunstwerk irgendwo hier, basierend auf dem Hintergrund. Aber ansonsten... Ach, krass. Diese Insel existiert gar nicht. Das ist einfach nur ein Artwork, was die Stadt so gut wie möglich zeigen soll. Aber das haben die bei GTA 5 ja auch schon mal gemacht. Warum machen die solche Dinge? Nur für die Optik, ne? Damit es einfach nur geil ausschaut und man im Background zum Beispiel das Riesenrad sieht, die Gebäude. Aber da hätten die doch auch eine geile normale Insel nehmen können. Da gibt es doch auch bei der Mapping-Community, habe ich doch gesehen, da gibt es doch schon eine geile Insel. Und zwar die hier. Da, wo die Statue auch zu sehen ist. Nee, das ist nicht die Götz-Szene, Digga. Direkt zu Gött angezogen, Bruder. Der hätten doch auch hier einfach so hier hinstellen können und da das Ganze mitnehmen können. Aber warte mal, hat er wirklich recht? Weil schau mal, hier ist das Riesenrad. Links Riesenrad, okay. Kann es sein, dass sie hier einfach stehen? Oder da, bei der Insel einfach... Nee, hier irgendwo, oder? Weil wenn die hier stehen, sieht man auch das Riesenrad. Und auch dieses Gebäude müsste dann hier zu sein. Ja doch, das könnte doch sein. Das und das. Schau mal, schau mal, wenn die da stehen. Insel, Riesenrad, Gebäude, Riesengebäude. Insel, Riesenrad, Gebäude, Riesengebäude. Ja, okay, die haben das komprimiert. Das vielleicht. Aber die Insel sollte es doch geben. Aber gut, die Mapping-Community ist Experte, was das angeht. Da kann man nicht widersprechen. Bloß, es hat mich so ein bisschen irritiert. Ansonsten ist der Hintergrund im Grunde derselbe wie in diesem Clip. Daher werde ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Lucia hält die Nippe 38 Pistole, die in Brasilien hergestellt wird und auf der argentinischen Perser Thunder 380 basiert. Jason trägt eine silberne Kette und Lucia ihre goldenen Ohrringe, eine Boxkette und eine Armkette, die wir bereits in Trailer 2 gesehen haben. Lucia hat außerdem ein paar Schürfwunden an den Knöcheln und am Unterarm. Dann habe Jasons Tattoo genauer gesehen. Es ist natürlich auch noch das Marauder-Tattoo, das auf dem 75. Regiment basiert und genauer gesagt, er ist Teil der Bravo-Kompanie, der Alpha, Bravo und Charlie-Kompanien. Er ist also ein Schütze, der für direkte Angriffe und Luftlandeoperationen ausgebildet und spezialisiert ist. Die Bravo-Kompanie war stark an der Operation Entry Freedom beteiligt, die von 2001 bis 2014 dauerte. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Jason nach Afghanistan entsandt wurde. Ich kann es kaum erwarten, ein paar Rückblenden oder den Prolog dazu zu sehen. Ansonsten... Boah, das wäre... Also, Chat, wie seht ihr das Ganze? Das machen ja andere Games auch. So eine Szene, wo man sich plötzlich denkt, Digga, das hat doch gar nichts mehr mit GTA zu tun. Plötzlich sind wir in Afghanistan auf einem Schlachtfeld. Und die Map existiert nicht, sondern das ist quasi eine Sandbox, die extra für diese Mission gemacht wurde. So wie bei Mafia. Bei Mafia 2 war das auch oft mit den Sprüngen. Das habe ich so gefeiert. Also ich würde es geil finden, wenn er plötzlich in Afghanistan so eine Mission Einsatz macht und nur wenn es Sinn ergibt von der Story, warum er so ist, wie er ist. Deutschland auf einmal, Digga, das wäre crazy, ja. Wie er so unser Bundeskanzler einfach vermöbelt, ja. Mit Kollegia zusammen. Und Kollegia wird Bundeskanzler danach. Das wäre schon eine geile Idee, du. Aber die Waffe ist auf jeden Fall aus Brasilien. Wie das Model. Nur zur Info, ja, weil es wird spekuliert, das Model ist aus Brasilien. Ja, das heißt, ich bin mir sicher, Lucia ist eher eine Latina, das ist ja klar. Ich glaube, die ist Kolumbianerin oder Brasilianerin.
Spanierin denke ich eher wenig. Und es gab damals Spekulationen darüber, dass es eine weibliche Hauptfigur geben wird und ihr Vater ist kolumbianischer Boss. Aber sie will mit ihrem Vater nichts zu tun haben, deswegen hat sie sich von ihm getrennt so mäßig und macht ihr eigenes Ding. Aber ihre Wurzeln sind immer noch, Baba aller Babas ist ihr Vater mäßig. Vielleicht stimmt das sogar. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Darum ist sie auch so, wie sie ist. So eine starke, unabhängige Frau und keine blonde Bitch auf TikTok. Checkt ihr, was ich meine? Das ist Feminismus und nicht das, was wir auf TikTok sehen. Ähnelt das Farbschema dem Farbschema der Artworks aus Trailer 1 ziemlich. Es ist also ein Neuanfang. Beginn des Marketings und neues Zeug. Versteht ihr? Jason hat außerdem lockiges Brusthaar. Oh, ich bin Jason! Ich habe auch lockige Brusthaare, Chat. Das Cover und der ist... Diese Tröte fehlt. Das Gitarrensolo klingt himmlisch und der Song hat seine 80er-Jahre-Vibes, aber er hat immer noch eine moderne Komposition, sodass er sich gleichzeitig neu und alt anfühlt. Aha. Und das Artwork erzählt die gleiche Geschichte. Wenn wir das Cover mit dem von GT... Also ich sag euch ehrlich, dieses Teaser hört sich an wie so. Und ich weiß nicht, wie ihr als Kind, ob ihr Anime geguckt habt, vielleicht ist es ein bisschen zu alt für euch, aber als Kind, ich weiß nicht, ob es bei euch auch gegribbelt hat, wenn du das gehört hast. Bruder, du hast so Adrenalinschub gehabt, du wolltest Welt retten. Wenn du diese paar Sekunden gehört hast, wenn es anfängt, Bro, diese Melodie hat mit einem was gemacht. Ich habe mich als Spider-Man verkleidet. Ich habe T-Shirt von Mama bekommen. Ich hatte rote T-Shirt. Ich habe es zurechtgeschnitten, habe es über meinen Kopf gebunden. Ich habe in der Schule gelernt, wie man näht. Und dann bin ich rausgegangen. Ich war so motiviert, weil ich habe Spider-Man gesehen, den ersten Teil. Und ich wollte auch so sein, dass alle sagen so, hey, wer ist dieser Dude, der die Welt gerettet hat? Digga, der ist ja übelst fresh, Alter. Der rettet die Welt. Und bin einfach losgedüst mit dieser Maske, Bruder. Ich war 10 Jahre alt oder so. Ich düse so mit Fahrrad so und denke mir so, hoffentlich erkennt keiner den Superhelden. Und dann bin ich stehen geblieben mit Fahrrad und dann hat es Klick gemacht, wohin fahre ich überhaupt? Und dann dachte ich mir so, ja toll, Spider-Man hat ja gespürt, wenn irgendwo ein Einsatz ist. Was soll ich jetzt machen? Checkt ihr, was ich meine? Ich bin einfach losgefahren, aber von wen oder was soll ich den retten mäßig? Und da war ich voll enttäuscht. Ich war voll traurig, weil daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich keinen finde, den ich retten kann. Aber Anime damals geguckt, Bro, ich habe echt gedacht, so, es fühlt sich so an, ob würde man die voll vermissen, weißt du? Ob wären die wirklich eine Freunde aus der Kindheit, aber die sind nicht mehr mit dir und wenn du das guckst, wirst du traurig, weil du dich an deine Kindheit erinnerst. Ja? Also Thema wird es nicht sein, denke ich auch. Also, boah, guter Call. 80. Ist es vielleicht schon der Anfang vom Thema, genau. Digga, du hast es doch gerade geschrieben. Ja, Thema. Stimmt, warum sollte es nicht sein? Big Feature sagt es auch. Also, wie kommst du drauf, dass es nicht der ist? Vielleicht ist es der 80. Oder denkst du, das war nur so ein Reveal-Sound? Das haben die extra produziert. Also glaubst du, das wäre zu einfach, ne? Boah, da bin ich mal gespannt, aber guter Call. Stimmt, daran hat man gar nicht gedacht. Ist es jetzt fest oder nicht? GTA 4, das ist ja legendär, ne? Das ist immer noch der beste Sound. Skala von 1 bis 10. Ich schwöre euch 10,5 von 10, obwohl nur 10 geht. Aber ich gehe über Grenze sogar 10,5 von 10, ich sag ehrlich. Meiner Meinung nach geht es nicht besser. Es würde 0 zu GTA 6 passen, bin ich ehrlich. Aber zu GTA 4, dieses Düstere, dieser Hip-Hop, dieser Mythos, weißt du. Das war so geil, Bro. Das war so ein geiler Sound. Das war jetzt nicht so der Burner. Ich finde, das ist Skala von 1 bis 10 so eine 6. Meiner Meinung nach. Kann natürlich der ein oder andere sagen 10 von 10. Boah, das ist Kindheit, Bro. Da kribbelt schon wieder, du. Oh shit, here we go again. Boah. Da müsst ihr die Geschichte dazu verstehen, Chat. Ihr müsst die Geschichte verstehen. Schau mal, das waren die Beats damals. G-Funk heißt es, genau, Digga.
Dance. Und das müsst ihr mit berücksichtigen bei GTA San Andreas. G-Funk, es hat mit 90er zu tun. Es hat mit 90er Hip-Hop zu tun, deswegen auch G-Funk in dem Themenbeat. Checkt ihr? Checkt ihr. Digga, da waren der ein oder andere Kollege, und das ist ja nicht mal Front, sondern Realität, die waren noch ein Spermium. Wisst ihr, was ich meine, als wir diese Beats gehört haben? Deswegen, Digga, wir sind die Oldschooler hier, do. Ja, das ist wie wenn Opa vom Zweiten Weltkrieg redet, do. Weißt du, was ich mein? Erlebt haben wir das, do. Da wurde hart geschossen im Revier, do, gegen die Ballers. Ballers war schon ein harter Gegner, do. Da mussten wir damals die AK-47 aus der Garage holen, do. Da hat schon ein bisschen gescheppert. Ja, und dann gab's doch die anderen Gelben da. Ja, ich hab den Namen vergessen, du. First of all, you bitch in the clique, you claim Westside, baby right, click, click. You claim I'll be a player, but the fuck you white. Westside, baby right, fuck for life, yeah. Das war noch Zeiten, Digga. Und Tanzverbot-Track. Then we wanna stay wonder so long. Jetzt machen wir weiter. City vergleichen haben sie im Grunde genommen die Apache ist so geil, mein Oben Lieblingsrapper. Helikopter und oben rechts Nach College. College hat jetzt eins übernommen. sein Motorrad, wie immer. Das Covergirl links, dann ein gelber Lamborghini auf beiden. Raoul und Lance tragen dann die gleiche Kleidung. Oh, geil. Da hat er recht, ne? Aber das haben wir ja schon analysiert mit euch ausführlich im letzten Video bei ÜH. ÜH abchecken, dann seht ihr das. Weißen Anzug mit einem pinken Hemd und der Winkel ist bei beiden derselbe. Es ist also ein klarer Bezug zum Cover von GTA 5 City. Und jetzt analysieren wir mal die einzelnen Aufnahmen des Covers. Und das ist ziemlich schwierig, denn auch hier zeigen Cover in verschiedenen Größen und Formen unterschiedliche Dinge. Bei Raoul ist das sehr deutlich, da man in der Ultra-Wide-Version mehr von seinem Körper sieht. Fangen wir aber mit dem Helikopter. Im Hintergrund sehen wir das Four Seasons Hotel und Key Largo. Dieses Artwork spielt also über Key Largo de Catalunya. Bei diesem Helikopter. Four Seven Hotel, da kann ja nur unser Breder rein. Der Chapo 47, der kann nur Berliner rein einchecken oder was? Handelt es sich um den City Sparrow, der erstmals in GTA 5 City eingeführt wurde. Außerdem hat er eine montierte Minigun, die sich im Vergleich zu allen vorherigen GTA-Spielen an einer völlig neuen Position befindet. Werfen wir nun einen Blick auf Raoul. Hier gibt es nichts Besonderes. Er hat eine Raoul? UPR 5. Er trägt den weißen Anzug mit dem lila Hemd. Und er steht vor derselben Bank, die Jesnov, Lucy und Raoul in Driver 2 ausgeraubt haben. Dieses Clip spielt, nachdem das Artwork entstanden ist, als Raoul. Alles dreht sich mit Raoul in Zusammenhang mit dieser Szene, ne? Schau mal, sogar bin Dortmunder. Ach so, Chapo, sorry, ja. No front, Dortmund und Berlin ist nicht so gut ansprechbar mittlerweile, ja. Hab schon mitbekommen, deswegen sorry, nehme ich zurück, ja. Haben wir hier auf jeden Fall. Alles im Zusammenhang mit Raoul ist dieser Überfall. Kann es sein, dass die nur bei diesem Überfall mit Raoul zu tun haben werden? Dass es so eine der größten Sachen in-game ist? Oder der ausschlaggebende Grund, warum Jason und Lucy auf der Flucht sind? Das könnte sein, oder Chat? Lass mal darüber nachdenken. Was ist, wenn es wirklich so ist? Du Hund, geh doch an, Mann! Hört ihr mich knistern? Nein, ne? Könnte sein, dass Raoul die irgendwie erpresst. Mein Call, was ich mal von einem Mitarbeiter von Rockstar Games gehört habe, über einen Discord-Member, der euch ein sehr guter Name ist. Die OGs wissen, wer es ist. Bitte nicht in den Chat schreiben. Und dieser Brie hat erzählt, Raoul wird ein 31er sein, der Jason und Lucia erpresst. Und denen sagen, ey, wenn ihr das und das nicht tut, werde ich sagen, dass ihr da und da seid und eure Akte wird bestehen bleiben. Wenn ihr aber das tut, was ich euch sage, werde ich die Akte löschen. So hat er es ungefähr dargestellt, dass Raoul quasi die zwei ausnutzt für seine Taten mäßig. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er so eine kleine Ratte ist. Rockstar Games hat einen Prototyp Bösewicht und wenn man sein Gesicht so anguckt, sieht er extrem aus wie Dutch. Oder wie andere Bösewichte aus der GTA-Ära. Der hat so diese Gesichtszüge, wo Rockstar Games meint, so schaut ein Bösewicht aus der GTA-Ära. So, das ist das, ne? Also Spekulatius wurde gebacken. Raoul seine Jacke ausgezogen hat. Er hat hier einen cooleren Ohrhörer und seine Waffe hat Aufsätze, das ist cool. Beim Schnellboot ändert sich die Position des Flamingos tatsächlich, je nachdem, welches Karate man sich in Rockstar ansieht. Welches Karate, Digga? Welches Cover man ansieht, ändert sich die Position, also welches Bild. 5 Leute an Bord und es sieht so aus, als würden sie Champagnerflaschen öffnen. Dann Tölpel Ike, der wie immer mit all seiner goldenen Ritterlichkeit farmt und dann der Alligator.
Es ist ein Alligator, aber er ist wahrscheinlich das einzige Kunstwerk auf dem Cover, das sich außerhalb von Vice City befindet, was Es ist eindeutig außerhalb von Vice City. Es erinnert mich an die erste Trailer-Szene, wo man ganz, ganz viele Tiere sieht, Chat. Ja, ihr wisst, welche Szene ich meine, ne? Da, wo die mit diesem Luftboot oder was es ist, da durchjagen. Und da sind überall Tiere zu sehen, mäßig. Und der hat 60 Zähne, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, der hat 60 Zähne. Und wie viele Zähne haben jetzt solche Viecher? Auch so viele. Da müssen wir mal ChatGPT fragen. Hallo Oleg, schön, dass du da bist. Was geht Okay, hör mal so? hör mal zu. Warum hat der Krokodil oder Alligator von GTA 6 Cover nur 60 Zähne, anstatt, wie im Internet steht, 74 bis 80? Kann es sein, dass er noch ein Junior-Alligator oder Krokodil ist? Ich glaube, da hat man sich einfach künstlerische Freiheit genommen. Die genaue Zahnzahl hängt in der Realität ja von Alter und individueller Entwicklung ab. Ja, komm, mach nicht Wikipedia, Mutter. Der hat 60 Zähne, warum? Klipp und klar, warum? Also, klipp und klar. Die Designer wollten vermutlich einfach eine runde, visuell stimmige Anzahl. Es ist ein Stilmittel, kein biologisches Lehrbuch. Warte mal, was hat es aber für einen Sinn, wenn Rockstar Games auf die Details achtet, einem Alligator oder Krokodil 60 Zähne zu verpassen? Das ist doch total dumm. Da wird sich darüber doch beschwert, doch. Hallo? Da warst du kurz flott. Erzähl mir, was du eigentlich denkst. Ich nehm's wirklich ernst. Wenn Rockstar so detailverliebt ist, Ja, komm, schau mal, jetzt machst du einen auf, ja, ich verbinde dich weiter, den Klingeltöne und so. Sag mir doch einfach, warum die beim GTA 6 Cover 60 Zähne Alligator haben und nicht 74 bis 80. Diese Frage beschäftigt mich, kann nicht schlafen. na gut, ich sag's dir direkt. Wahrscheinlich haben sie einfach einen fiktiven Alligator designt, der cool aussieht. Es geht ja darum, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Ja, komm, ich mach bei dir auch gleich fiktiv. Ja, so Na, also, sagt sie so. So, wie viele, seht ihr die Zähne, wie die aufgebaut sind? Also hier, vorne, 1, 2, okay. Seht ihr, vorne hat er kleinere. Schau mal, hier haben wir einen großen Zahn und hier einen großen Zahn. Da ist der große und da ist der andere große. Da gibt's kleinere dazwischen, checkt ihr? Es gibt einfach kleinere, ganz kleine dazwischen. So ganz kleine und diese kleine könnten einfach versunken sein. Hier wird mies recherchiert, Bruder. Wir haben Alligator auseinandergenommen, wie Barbecue-Grill. Hast du schon mal Alligator probiert? Dieses große Reptil ist tatsächlich genießbar und das Fleisch schmeckte wie eine Kombination aus Fisch und Hühnchen. Das ist gut. Lass mich... Wie geht, Alter? Fisch und Hühnchen, eine Kombo, die ich niemals essen würde. An der Stelle bin ich seltsam raus. ist, da das Spiel Gebiete wie die Keys, Port Garonne und Mont Galar hat und sie nur Dinge aus Vice City und ein Ding aus den grasbewachsenen Flüssen zeigen. Dann, das Motorrad, das ist das neue Alino V1 und wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Dieses Motorrad ist jedoch komplett neu. Im Hintergrund sehen wir einen Büffel der polnischen Abteilung von Vice City. Wir haben das Logo in den Leaks gesehen und es ist ein Windstoß. Und die Kunstwerke befinden sich irgendwo in Stockyard. Wie soll man es noch nicht kann? Dann der gelbe Lamborghini. Er steht am Ocean Drive und ist ein komplett neues, unbekanntes Modell des Pegasus. Ja, er war also noch nicht in GTA 5. Natürlich ist der breite Kasten im Hintergrund und wir sehen einen neuen Hotelnamen. Bisher dachten wir, dieses Hotel sei das Paramount. Es ist aber eigentlich das Paramore. Was das bedeutet, könnt ihr gerne googeln. Ich verrate euch nur, dass YouTube das nicht war. Und dann... YouTube mag das nicht, wenn ich das google. Egal, ich habe eh schon 2 Strikes. Was habe ich denn zu verlieren? Paramore? Ein Liebhaber, eine Liebhaberin. Was ist daran so schlimm, einen Liebhaber zu haben? Also ein Paramour aus dem Englischen, abgeleitet von altfranzösischen para amour. Aus Liebe ist eine feste Bezeichnung für einen Liebhaber oder eine Liebhaberin. Bisher dachten wir, dieses Hotel sei das Paramount. Es ist aber eigentlich das Paramore. Was das bedeutet, könnt ihr gerne googeln. Ich verrate euch nur, dass YouTube das nicht war. Und dann zum Schluss noch das Covergirl. Sie trägt ein ausgeschnittenes Trikot mit der Nummer 6. Chat, würdest du Skala von 1 bis 10? Also würdest du Skala von 1 bis 10 von natürlich dieses Getränk probieren, meine ich. Was denn sonst? An dem Getränk sippen, meine ich natürlich, ja. So geil das Getränk, denkt ihr, schmeckt es so gut oder was? Diese geile Getränk oder was? Okay, checke schon, ja. Wann ich die nächsten Tage streame? Ich streame jeden Tag, Bro. Ich werde auf jeden Fall bis zur Vorbestellung jetzt jeden Tag live sein.
Aber er ist wahrscheinlich das einzige Kunstwerk auf dem Cover, das sich außerhalb von Vice City befindet, was extrem seltsam ist, da das Spiel Gebiete wie die Keys, Port Garonne und Mont Galar hat und sie nur Dinge aus Vice City und ein Ding aus den grasbewachsenen Flüssen zeigen. Dann, das Motorrad, das ist das neue Alino V1 und wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Dieses Motorrad ist jedoch komplett neu. Im Hintergrund sehen wir einen Büffel der polnischen Abteilung von Vice City. Wir haben das Logo in den Leaks gesehen und es ist ein Windstoß. Und die Kunstwerke befinden sich irgendwo in Stockyard. Wie soll man es noch nicht kann. Dann der gelbe Lamborghini. Er steht am Ocean Drive und ist ein komplett neues, unbekanntes Modell des Pegasus. Ja, er war also noch nicht in GTA 5. Natürlich ist der breite Kasten im Hintergrund und wir sehen einen neuen Hotelnamen. Bisher dachten wir, dieses Hotel sei das Paramount. Es ist aber eigentlich das Paramore. Was das bedeutet, könnt ihr gerne googeln. Ich verrate euch nur, dass YouTube das nicht war. Und dann zum Schluss noch das Covergirl. Sie trägt ein ausgeschnittenes Trikot mit der Nummer 6. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wessen Trikot das sein könnte. Erstens, Jay Cutler, ein American Football-Spieler, der in seiner letzten Saison für die Miami Dolphins gespielt hat. Die Farbgebung ist Boah, sehr ist kalt. ähnlich. Oder es könnte auch das von LeBron sein. Da LeBron für die Miami Heat gespielt hat und dieses Trikot zweimal die Farben eines Basketballteams hat und LeBron, die Ziege, mit der Nummer 6 gespielt hat. Sie steht vor der Ziege! Bar and Grill und hinter ihr ist ein Pool. LeBron die Ziege, Digga. Das ist geil, Alter. LeBron die Ziege hat die Nummer 6. Genau, Manatees. Das ist eine Manatees-Mannschaft. Digga, was ist das für ein Schwein, Digga? Wasserschwein. Boah, Digga, was ist das für ein Hund? Es ist eine Basketballmannschaft. Okay, es ist auf jeden Fall... Nee, es ist eine Footballmannschaft. Oder es ist doch eine Footballmannschaft. Deswegen, was redet der Bre von... Oder, Chat, habe ich recht, ne? Footballmannschaft ist es. Also ich glaube, das ist das Trikot, was sie trägt, oder nicht? Oder täusche ich mich? Schau mal, das Trikot hat sie an, aber halt so als Fan-Edition. Fan-Edition-Trikots gibt es ja in verschiedenen Varianten. Cool. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wo sich das befindet, aber wahrscheinlich irgendwo in Vice Beach. Sie hält eine Dose in der Hand, die auf dem weißen Getränk basiert. Sie hat 2 sichtbare Tattoos. Ein Gerät ist das Vice Baby Tattoo und 2 haben die Form. Das steht Wise Baby. Oha, Chat, das ist ein... Digga, das ist ein Zeichen. Es ist Wise Baby, aber auch gleichzeitig Nice Baby. Schau mal, das ist ein N und ein V gleichzeitig. Das ist so Wortspiel-Tattoo. Checkt ihr so ein Joke-Tattoo. Ho Edition Trikot, genau, das ist es. Ein Gerät ist das Vice Baby Tattoo und 2 haben die Vorwahl 305 an ihrem Handgelenk, was der Telefonvorwahl für den Großteil von Miami im echten Leben entspricht. Auf ihrer Halskette steht Sampra, was immer bedeutet. Simpri, vielleicht ist es ein Name, oder? Für immer, ein Zeichen ewiger Liebe oder Freundschaft, Beschiedigkeit und Treue. Ich bin immer für dich da. Erinnerung an eine Person, jemand bleibt für immer im Herzen. Für immer jung, ein Leben lang. Für immer jung. Die Zeit der Leben. Für immer jung. Und das ist hoffentlich alles. Zum Schluss zeige ich euch noch die nebeneinander liegende Version dieses Clips im Spiel und wo er im echten Leben zu finden ist. Und wie ihr sehen könnt, gibt es viele Ähnlichkeiten. Die Geisterbahnstation auf der rechten Seite, der Schieferlei unten, der Hafen in der Mitte und die Skyline im Hintergrund. Rockstar bleibt dem echten Miami relativ treu. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert, was GTA 6 eurer Meinung nach kosten wird oder wann wir nächste Woche weitere Neuigkeiten zum Spiel bekommen. Und kommentiert natürlich, wenn ich etwas Wichtiges im Video vergessen habe und gebt ihm ein... Geiles Video. Also ich mag diesen Saoko. Übrigens, die hatten ja auch ein bisschen so Bedenken mir gegenüber, weil ihr müsst so sehen, wir sind ganz gut connected mit der Mapping-Community. Wir waren die ersten Creator, die das testen durften. Chat, könnt ihr euch das vorstellen? Wie weit es Lace eigentlich geschafft hat, da muss man fettes GG aussprechen. Alle mal ein fettes GG in den Chat, bitte, ja. State of Leonida, bevor es überhaupt offiziell draußen war, wir waren die ersten, die das testen durften, ja. Und deswegen hat Lace für mich ein gutes Wort bei der Mapping-Community gesprochen und hat gesagt, er möchte, dass wir auch irgendwann hier zu sehen sind, verewigt bei den Credits der Mapping-Community, weil wir quasi die Anfänge mitverfolgt haben, ja. WhatsApp ist sogar dabei. What the fuck, Digga? Okay. Und dann haben die gesagt so, ey, war das nicht der Dude, der bei Rockstar Games eingebrochen ist? Und dann hat er es immer klargestellt halt, ne. Also Lace war schon immer ein korrekter, loyaler Dude. Muss man natürlich auch anerkennen, ist nicht selbstverständlich. Oft sucht man sich als Mensch eine Variante aus, die bequemer ist und die bequemere Variante wäre einfach zu sagen, nee, ich habe mit dem nichts zu tun, ich bin so ein bisschen mit ihm da gewesen und hat da ein bisschen da meine Map angeguckt, aber ich habe nichts mit dem zu tun, so einfach von den dreckigen Händen so wegweisen, ja, das sind so
Die meisten Menschen, die so ticken, ich würde sagen 98%. Er gehört aber zu den 2%, der hinter einem Bruder auch stehen, wenn es mal windig wird. Checkt ihr? Und da war es sehr windig. Und da will natürlich keiner bei Rockstar Games verkacken. Und wenn so Schlagzeilen kommt, hätten sich die meisten distanziert und gesagt, auf Englisch, auf Twitter, irgendwelche Beiträge veröffentlicht, obwohl sie deutsche YouTuber sind, so mäßig. Hat er aber nicht gemacht. Er ist immer hinter uns gestanden, so, hat die aufgeklärt und dann war es so ein Und wenn jeder so denken würde, gäbe es auch keine Probleme und wahrscheinlich keine Strikes auf den YouTube-Kanal. Checkt ihr? Dadurch, dass es dieses nicht gab, sondern dieses Reindrücken, ist so gekommen, wie es ist. Aber ist so, wie es ist, ja. Trust. Trust.